Wir sind Jessie und Roberto und seit dieser Woche sind wir mit unserem Van Jimmy auf dem asiatischen Kontinent unterwegs. Wir haben den Bosporus überquert und starten nun unsere Reise im asiatischen Teil der Türkei. Wie auf all unseren Reisen möchten wir mehr über die Bräuche und Kultur eines Landes erfahren. Und dazu gehört auch, die lokale Küche kennenzulernen. Ich glaube, das ist Lamm. Ja. Vom Geschmack her. Und selbst wenn uns mal eine Kleinigkeit wie ein Schuh an den Rand unserer Geduld bringt... Okay, da war er nicht. Zweite Option, der Ort, wo wir die Flamingos gefilmt haben. So stehen für uns immer das Positive und die schönen Erlebnisse im Vordergrund. For better days to come and carry us like wind in our sails. Willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sind mittlerweile wieder raus aus Istanbul. Die Stadt hat uns richtig fasziniert, also wir haben es so genossen dort. Aber wir sind auch wieder froh, hier ein bisschen in der Natur zu sein. Und ja, heute geht es für uns weiter. Jessie räumt schon auf, oder zumindest hat sie gesagt, dass sie das macht. Hey! Ja, für uns geht es jetzt heute, wie gesagt, noch ein bisschen weiter, weshalb wir jetzt aufräumen und weiterfahren. Don't wanna play games out with the moves, don't wanna meditate, girl, with you it's hard. Fill in the blanks, text me back, throw me a kiss instead of them tricks. Don't make it hard. I wanna celebrate. Wir haben einen Tipp bekommen, wenn wir schon Richtung Izmir fahren, müssen wir unbedingt in Bursa vorbei, denn von da kommt der weltberühmte Iskender Kebab. Wir haben eine Empfehlung für ein Restaurant, da fahren wir jetzt hin, denn ja, die Küche gehört für uns beim Reisen immer dazu. Ich glaube, wir suchen auch schon einen Parkplatz und freuen uns schon auf das kulinarische Kennenlernen. Wir haben Jimmy geparkt, sind einmal kurz durch einen Teil der Altstadt gelaufen und da vorne ist es auch schon. Das sieht schon richtig lecker aus. Wir haben das von Freunden in der Schweiz empfohlen bekommen und ja, also es sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Die haben uns gleich nochmals ein paar Teller mehr dazu gebracht. Also wir haben hier Tomaten, irgendetwas Süßes wahrscheinlich, Mandarinen und traditionell trinkt man es mit, was ist das? Traubensaft? Traubensaft, Grape Juice. Ja. Also, naja, los. Also Iskender Kebab soll ja Kebabfleisch sein aus Lamm oder Kalb, ich weiß jetzt nicht, was das hier ist, mit Paprika und Joghurt, Tomaten und zerlassene Butter. Das war das, was er am Schluss drüber gegossen hat. Ja, und das wird mit Brot gegessen, eben anscheinend klassisch mit Grape Juice, also Traubensaft. Und ja, ich probiere jetzt auch endlich mal. Richtig lecker. Ich glaube, das ist Lamm. Ja. Vom Geschmack her. Das ist richtig süß. Aber ich verstehe schon, so die Süße, das passt sehr gut zu diesem deftigen Essen. Der perfekte Abschluss funktioniert natürlich nur mit Chai. Und ich süße meinen Tee normalerweise ja nicht, aber ich habe gehört, dass man diesen Chai sehr süß trinkt. Also probiere ich das.
Ist gut mit dem Zucker. Wow. Also wir dachten, es gibt einen kurzen Imbiss und der Tisch war voller Essen. Ja. Und die Leute sind so freundlich, also die Gastfreundschaft, das ist unglaublich, ja. Jedes Mal. Wir sind wieder mal geflasht von der Türkei. Ja, also wenn ihr mal Iskender essen wollt in Bursa, geht in dieses Restaurant. Ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Jetzt laufen wir aber zum Van. Genau, wir haben noch ein paar Kilometer vor uns, drum weiter geht's. Weiter geht's. Don't wanna play games out with the moves. Don't wanna meditate, girl. With you it's hard. Filling the blanks. Was für ein Tag. Ja, war richtig anstrengend. Ja, wir sind noch knapp 400 Kilometer gefahren. Sind nicht ganz an den... Am Zielpunkt angekommen. Ja, genau. Reden können wir auch nicht mehr. Ja, wir haben jetzt noch was Schnelles gegessen und gehen jetzt schlafen. Ja, morgen machen wir den Rest der Strecke. Das ist eine Stunde etwa. Eine Stunde etwa. Ja. Und wir sehen uns dann dort. Bis dann. Und da sind wir in Alaçatı. Es soll sehr bunt sein, sehr schön sein. Also freuen wir uns und stechen gleich mal in die Stadt rein. Also, dass es hier auch viele Straßenhunde gibt, ist eine Sache, aber die Hunde hier sind einfach riesig. Das ist ja fast ein Kalb. Die Regenschirme erinnern uns natürlich gleich an das Ballat-Viertel in Istanbul. Da gab es ja auch ganz schöne und da schien dann auch die Sonne durch, war richtig schön. Aber ja, es erinnert ziemlich viel hier an das Ballat-Viertel, denn es ist auch sehr bunt, obwohl es trotzdem nochmal anders ist. Man kann sich richtig gut vorstellen, wie die Stimmung hier sein muss, wenn hier ja, ein bisschen mehr Leute sind am Abend, in der Dämmerung. Also ich glaube, hier lebt es auch richtig schön in der Stadt. Jetzt ist halt Nebensaison, jetzt ist nicht so viel los. Ist hier wieder mal ein richtig süßes Städtchen und auch die Cafés sehen sehr einladend aus, deswegen gehen wir jetzt gleich mal einen Cappuccino trinken. Wir sind zurück im Van und fahren Richtung Schlafplatz. Ausnahmsweise mal wieder bei Tageslicht. Das hat ja die letzten Tage nicht so geklappt. Wir waren auch wirklich lange unterwegs. Heute ja, klappt das hoffentlich besser. Wir haben was rausgesucht. Hier in der Nähe soll ein Kitestrand sein. Hoffen wir, dass das ein schöner Platz wird. Und naja, sonst müssen wir halt weiterschauen. Aber wir sind mal optimistisch. Keine 2 Minuten unterwegs und ich glaube, ich habe hier hinten Flamingos gesehen. Jetzt müssen wir gleich mal nachschauen. Ich bin ja blind in die Weite, also Roberto glaubt mir noch nicht. Wir holen jetzt mal das größere Objektiv und schauen nach. Ich komme nicht näher ran, aber sind das Flamingos? Das sind auf jeden Fall Schafe. Du
Das erkenne ich auch so. Also ich behaupte, das sind Flamingos. Ja, türkische Flamingos. Hier sind nochmal welche und es sind Flamingos. Jetzt sieht man es genau, sie sind ein bisschen näher ran. Ja, wir zeigen es euch gleich. Ich sehe ja vieles wirklich nicht so gut, aber Flamingos erkenne ich. Naja, ich erkenne meistens eher so die Formen, aber ja. Ich freue mich irgendwie über Flamingos. Ist so ein Tick von mir. So, jetzt geht's aber wirklich zum Schlafplatz. Und auch über die Delfine freust du dich? Ich freue mich allgemein über Tiere. Ich weiß nicht, ob das heute noch was wird mit dem Schlafplatz. Wir waren unterwegs und haben auf einmal bemerkt, dass ein Schuh von mir fehlt. Wir haben ja manchmal unsere Schuhe im Fußtritt und ja, auf einmal war nur noch einer da. Wir vermuten jetzt, dass das passiert ist, als wir den Fahrerwechsel hatten, damit Roberto die Drohne fliegen kann. Und hier vorne ist der Platz, wo wir gewechselt haben. Wir sind jetzt alles wieder zurückgefahren und wir hoffen jetzt einfach, dass der Schuh da ist. Die Schuhe hatte ich erst im Sommer gekauft und ich mag die wirklich. Also ich würde die gerne weitertragen im Doppel. Mal sehen. Okay, da war er nicht. Zweite Option, der Ort, wo wir die Flamingos gefilmt haben. Mal sehen. Es werden immer mehr Kilometer, die wir zurückfahren. Oh Mann, wir sind bis in die Stadt wieder zurückgefahren, zum Parkplatz, wo wir standen, und haben den Schuh nicht gefunden. Es ist langsam ziemlich nervig. Also wegen so einer Blödheit wie einem Schuh. Und wir haben die Schuhe immer in diesem Tritt, also immer nicht, aber oft. Und wir achten uns halt eigentlich drauf, dass wir die nicht verlieren. Aber offensichtlich nicht effektiv genug. Hier haben wir auch mal kurz gehalten, aber ich glaube, hier ist der Schuh auch nicht. Ich glaube, die Hunde haben ihn auch nicht genommen. Wir haben ihn gefunden! Ich glaube, da vorne ist er. Ja, der letzte Ort, an dem wir dachten, dass wir nachsehen. Oh Gott! Alles wegen eines Schuhs! Oh. Unglaublich! Also, unsere letzte Idee war nämlich noch, den Flug der Drohne nachzuvollziehen. Die zeigt scheinbar auf einer Karte die Route, die sie geflogen ist. Ja, und da wo wir gelandet sind, bin ich ausgestiegen. Ja. Und das hatten wir, als wir zurückgefahren sind, komplett vergessen. Wir sind da einfach durchgerast. Ja. Naja. Keine neue Schuhe! Yay! So, jetzt zum Schlafplatz. Oh, jetzt bitte zum Schlafplatz. Oh.
Wir haben es doch noch geschafft. Wir haben den Schlafplatz gefunden. Er sieht sogar recht schön aus. Ich mache jetzt Abendessen. Es gibt Pizza. Und ja, ich glaube, wir verbringen damit einen ruhigen Abend hier. Es folgten einige Tage Regen und so machten wir es uns im Van gemütlich. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, wenn einen das Wetter manchmal zur Ruhe zwingt und bei Kaffee und Zimtschnecken lässt es sich ganz gut aushalten. Als dann auch noch aufklarte, konnten wir einige Kitesurfer bei ihren Versuchen beobachten und unsere Energie zurückgewinnen. Jetzt ist es aber Zeit für uns weiterzufahren. Die Sonne ist rausgekommen, also möchten wir das schöne Wetter natürlich nutzen. Wir fahren weiter und zwar nach Izmir. War eigentlich nicht auf dem Plan, aber ja, jetzt schieben wir das einfach mal spontan ein und wir sehen uns da. Und wir starten gleich beim Konakplatz. Hier sind nämlich gleich zwei Dinge, die wir sehen möchten. Hinter mir zum einen mal der Uhrturm und dahinter noch die kleine Moschee. Und ja, beides sieht schon sehr schön aus. Sehen wir es uns genauer an und dann geht es weiter in die Stadt. Muss es ja was richtig Gutes zu essen geben. Die Schlange ist richtig lang und wir haben schon ganz viele mit diesem Tellerchen gesehen. Sieht aus wie eine Art Kraut oder so. Ja, wir haben jetzt gerade keinen Hunger, vielleicht probieren wir es später mal. Zwei Straßen weiter ist der Keremaltı-Markt, der Markt von Izmir. Und man sieht schon, hier gibt es alles Mögliche. Also tauchen wir mal ein und sehen, ob es auch was für uns gibt. This pamuk as well? Okay. Ich glaube, das nehme ich. Okay, I take this. İngilizcesini hemen hoş geldiniz. Hello. Turkey, welcome. Okay. Şükran, hoş geldiniz. Okay. Merhaba. Okay. Ich habe ja sonst nur diesen schwarzen Schal und jetzt habe ich wenigstens ein grünes Tuch für 20 Lira. Das sind keine 2 Euro.
Und es ist richtig schön, so ein bisschen mit Muster und so. Also ich freue mich. Taze balık 20, tazesi güzeli, sardalya hamsi 20. Abi 20 oldu, balık 20 oldu, balık 20 oldu. 20 oldu, 20, taze canlı hamsi, nerede güzel hamsi, 20 hamsi. Man merkt, dass es hier nicht so touristisch ist, wie zum Beispiel in Istanbul, aber es lebt total, also die Leute hier gehen voll ab, also ich finde es richtig cool. Das ist wieder mal ein Treiben. Es ist unglaublich, die Rufe von den Händlern und einer hat sogar gesungen, um seinen Fisch zu verkaufen. Also unglaublich und ja, ich bin sprachlos. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Wir haben den Trubel von der Innenstadt verlassen und sind hier draußen an der Promenade. Es ist zwar ein bisschen windig, aber dafür erstaunlich friedlich. Man sieht aber auch ein bisschen besser das Ausmaß der Stadt. Es ist ja die drittgrößte Stadt der Türkei, hat knapp 5 Millionen Einwohner, glaube ich. Und ja, da sieht man, wie groß sie ist. Aber eben hier ist es ziemlich ruhig und angenehm. Pomegranate and orange? Mix. Mix, yes, please. Bigger, smaller? Smaller. Buyurun, taze meyve suları. Teşekkür ederim. Hadi 2 verin. Teşekkür ederim. 1 kiloya yakın. Ah, 1 kilo. wow. Düşük biraz. Okay. Evet. Turkish the name? Nar. 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 Evet. Okay. Size granat. Seit wir in der Türkei sind, verfolgt mich dieses Getränk. Granatapfel mit Orange. Und ich habe es noch nicht geschafft, das zu probieren. Jetzt endlich haben wir es. Und ja, probiere ich endlich mal. Richtig lecker. Wir sind richtig froh, dass wir Izmir noch mitgenommen haben, auch wenn es gar nicht auf dem Plan gewesen ist. Ja, sind wir hell begeistert von der Altstadt, vom Markt, von der Promenade. Also gut, das Wetter hat heute richtig gut mitgespielt. Stimmt. Und Aber
Ja, der Markt war für mich das Highlight. Auf jeden Fall. Obwohl ich sagen muss, das Kulinarische macht dem Ganzen auch Konkurrenz. Also endlich habe ich meinen Saft gekriegt. Aber auch sonst, jetzt so auf diese Woche rückblickend, war ja ziemlich viel mit Essen dabei. Ja. Aber für uns gehört das ja auch dazu, so zum Reisen auch die lokale Küche kennenzulernen. Und das haben wir diese Woche wirklich wortwörtlich ausgekostet. Ja, und Ja, ich glaube, wir gehen jetzt langsam zum Van. Genau, wir beenden hier den Vlog und wir hoffen, dass ihr das auch so genossen habt wie wir. Ja. Und dass ihr nächste Woche auch wieder dabei seid. Bis dann. Bis dann. Hallo. Hallo. Es ist so dunstig. Also heute ist Sonntag, aber draussen ist dunstig. When I'm sleeping with